Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Kochvideo von mir. Heute gibt es ein köstliches marokkanisches Gericht, und zwar das Lamm Tagine mit Quitten. Die Quitten kann man jetzt noch beim Türken bekommen, um sich dieses köstliche Gericht herzustellen. Denn ein besonderes marokkanisches Tagine wie dieses hier bietet ein tolles Geschmackserlebnis, weil hier herzhafte und süße Aromen miteinander kombiniert werden. Denn die Quitten werden separat in einem süßen Sud gegart und später zu dem herzhaft und orientalisch gewürzten Fleisch und der Soße hinzugegeben. Und wie man dieses herrliche Gericht herstellt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst geben wir Ghee in einen Dampfdrucktopf, also einen Schnellkochtopf, worein wir eine gehackte Biozwiebel geben, diese ganz kurz anbraten, dann kommt der Trester meines natürlichen Antibiotikums hinzu und wird ganz kurz mitgebraten. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Alternativ könnte man einfach Knoblauch und Ingwer verwenden und dann kommt auch schon das Lammfleisch hinzu. Und dann werden alle drei Zutaten gut miteinander vermischt und angebraten, bevor wir dann die Gewürze hinzugeben. Kurkuma, Himalaya-Salz, Kreuzkümmel gemahlen, Zimt frisch gemahlen, Paprika, Ras el Hanout, Koriander frisch gemahlen, Knoblauchpulver, frisch geschossener schwarzer Pfeffer. Diese Gewürzkombination kommt dann zu dem Fleisch hier dazu und wird mit angebraten. Das Ras el Hanout ist das typisch marokkanische Gewürz, das muss unbedingt hier dabei sein. Dann kommt ein großer Esslöffel Tomatenmark, Bioqualität und etwa 125 Gramm biopassierte Tomaten hinzu. Alles gut vermischen, dann mit Wasser ablöschen. Gut verrühren und schauen, dass auch genug Wasser hinzugegeben wurde, damit hinterher, wenn der Drucktopf dann geschlossen wird, nichts anbrennen kann. Dann geben wir noch eine Fingerspitze echten Safran hinzu und einen Esslöffel von diesem Erythrit und Stevia Gemisch. Man könnte auch Xylit verwenden, anstelle von normalerweise Honig, der hier verwendet werden würde. Wir verrühren nochmal alles gründlich und dann wird der Deckel geschlossen und dann wird das alles in dem Schnellkochtopf etwa 15 Minuten lang gekocht, bis das Fleisch ganz zart sein wird. In dieser Zeit bereiten wir jetzt die Quitten zu. Dazu habe ich jetzt 2 große Quitten verwendet und die entkernt, geviertelt und später noch geachtelt. Die kommen dann in einen separaten Topf und werden dort separat in einem süßen Sud gegart. Und dazu geben wir dann einfach nur eine kleine Portion Ras el Hanout und frisch gemahlenen Zimt hinzu, also jeweils einen Teelöffel und etwa 2 Esslöffel von diesem Erythrit-Stevia-Gemisch. Auch hier könnte man natürlich stattdessen Xylit verwenden. Und eine Tasse reines Wasser kommt noch hinzu. Vermischen kurz alles und dann wird es zugedeckt, erstmal zum Kochen gebracht und dann auf kleiner Flamme so lange köcheln gelassen, bis die Quitten gar und ganz weich sind. Das kann man dann feststellen, wenn man mit einem Messer hineinsticht. Das Fleisch und die Soße hat jetzt eine appetitliche Farbe bekommen und ist ganz zart. Und sobald die Quitten dann gar sind, kommen diese jetzt dazu. Aber nur die Quitten ohne die Soße. Denn im süßen Sud gekocht, saugen sie diese Süße in sich auf und die reicht vollkommen aus, denn wir wollen es ja auch nicht zu süß haben. Diese Kombination dann von diesen süßen Quitten mit dem herzhaften Fleisch und der Soße dazu ergibt dann dieses herrliche Geschmackserlebnis. Denn auch etwas Schärfe ist mit dabei durch den Trester des natürlichen Antibiotikums und diese Kombination von herzhaft, scharf und süß führt beim Essen dann zu einem explodierenden, herrlichen Geschmackserlebnis. MashaAllah. Und das ist typisch eben für die marokkanischen Tagines. Diese Mischung aus Lammfleisch und Quitten ist nicht nur etwas ganz Besonderes vom Geschmack her, sondern auch von der gesundheitlichen Bedeutung her. Denn was die Quitten erstmal betrifft, so enthalten sie die gesundheitsfördernde Kraft der Pektine, die in der Lage sind, die Darmflora positiv zu beeinflussen, indem sie das Wachstum der günstigen Bakterien fördern. Und da sie im Darm auch unerwünschte Stoffe wie zum Beispiel Schwermetalle binden, helfen Quitten dem Organismus bei der Entgiftung. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den rohen, wilden Quitten an, das ich euch hier oben verlinken werde. Und was das Lammfleisch betrifft, so ist es nicht nur ganz besonders gesund wie alle roten Fleischsorten und schmeckt natürlich noch köstlich, aber von ganz großer Bedeutung im Lammfleisch ist die Urotsäure, die faszinierende Eigenschaften hat. Sie schützt die einzelnen Körperzellen gegen Umweltschadstoffe, aber auch gegen körpereigene Stoffwechselschlacken. Die Urotsäure, die auch in Schafmilch und Schafkäse enthalten ist, schützt unsere Zellen vor dem frühzeitigen Altern, senkt das Krebsrisiko und hält uns lange jung. Mit der Urotsäure wird Lammfleisch zu einem beachtlichen Anti-Aging-Essen.
Das Lamm hat in seinem Fleisch die höchsten Anteile an Urotsäure unter allen anderen Tieren. So kann man beim Lamm 4-mal mehr Urotsäure messen als beim Rindfleisch und 6-mal mehr als in Ziegenmilch. Die Urotsäure im Lammfleisch wirkt auch deshalb so besonders zellverjüngend, weil sie von einer Substanz mit Namen Amygdalin kräftig unterstützt wird. Früher auch Vitamin B17 bezeichnet. Viele Ernährungsexperten im In- und Ausland betonen immer wieder, mit keinem Fleisch außer Lamm kann man so gezielt vorzeitiges Altern bremsen, und zwar kann man gezielt einer frühzeitigen Arteriosklerose vorbeugen. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den tierischen gesättigten Fettsäuren an, das ich euch hier oben verlinken werde. Ja, und dieses leckere Gericht kann man dann anstelle von türkischem Fladenbrot mit meinem selbstgemachten ketogenen Leinsamenbrot servieren. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.